deinem Gebet an. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I want to thank you that you wake up on this morning. ich möchte dir danken, dass du uns heute Morgen aufgeweckt hast. And please help us. We are concentrate of you to your word. Und hilf uns, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren. Please open our ears and our eyes. Und bitte öffne unsere Ohren und unsere Augen. And please bless Brother Mark when he present. Und bitte segne Bruder Mark, wenn er vorträgt. And also the translation and the technique. Und auch die Übersetzung und die Technik. And all that watch over the live stream. Und auch all diejenigen, die über den Livestream zuschauen. Thank you. In Jesus' name. Amen. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Okay, turn in your Bibles to Daniel chapter 7. Geht in euren Bibeln zu Daniel Kapitel 7. Okay, so yesterday we were just putting in place this time of peace here. Gestern haben wir diese Zeit des Friedens an den Platz gesetzt. Okay, showing how it parallels with this time of peace here. Wir haben gezeigt, wie das parallel ist zu der Zeit des Friedens hier. Okay, and the quote from 1 Testimonies 2:68 that we are quite familiar with. Und das Zitat von dem ersten Band der Zeugnisse 268, mit dem wir sehr vertraut sind. Okay, Sister White, that quote is placed in the context of a war of a civil war in the United States. Da wird dieses Zitat in den Kontext von dem Bürgerkrieg in den USA gesetzt. Okay, so you can see that the context of this time of peace is in the time of a war, a civil war or what the United States prefigures. I'm saying that the time of peace is in the context of a war, that was in the United States, that it prefigures something. Okay, also diese Zeit des Friedens, das war im Kontext von einem Krieg in den USA, was etwas vorausschattet. In fact, just go to Daniel chapter 11 Gehen wir and zu verse 40. Daniel 11, Vers 40. Because we read this quote that five, when you come to this, understand, five are fallen. Wir haben dieses Zitat gelesen und wenn wir zu diesem Verständnis kommen, dass 5 gefallen sind, Which is 1798. was 1798 ist, It marks this point. She says these previous nations rose up in a time of strife and war, and this nation rises up in a time of peace. Right? das markiert dann eben diesen Punkt, weil die vorherigen Nationen sind in einer Zeit der Trübsal und des Krieges aufgestiegen und dann markiert es eben diese Zeit des Friedens. Okay, and the United States typifies the final world kingdom. Und die USA, sie schattet das letzte Weltreich voraus. Everybody forgets this point. They take the United States rising in 1798 and say, yeah, look, it shows the United States rising at the end of the world. No, it's talking about the United States is typifying this last world empire rising. Und jeder vergisst das, weil sie sagen dann, ja, damals in 1798, wo die USA heraufkamen, das schattet voraus, wenn die USA am Ende der Welt heraufkommt, aber eigentlich schattet die USA das letzte Weltreich voraus, was aufsteigt. Okay, so I was just trying to see if there was a point there. If you in Daniel 11:40, Daniel 11, Vers 40. it says, at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, with many ships. He shall enter into the countries and overflow and pass over. Now, this particular verse here, it's like so deep. Dieser Vers hier ist eben sehr tief. Because we know that on an initial sense, right, you have this first part beginnings or marking 1798 historically. Und wir wissen ursprünglich,
ist dieser erste Teil markiert 1798 historisch gesehen. Right, and the second part 1989 historically. Und der zweite Teil ist eben historisch gesehen 1989. But we know that the time of the end, right, the perfect fulfillment of it is at the end. Wir Right. wissen, dass die Zeit des Endes in der vollkommenen Erfüllung hier am Ende ist. Okay, so what happened there with France in 1989 and the United States, with France in 1798 and the United States in 1989 is typifying something, right? Was mit Frankreich in 1798 geschehen ist und mit den USA in 1989, das schattet etwas voraus. Okay, so this, because if you just go back to Daniel 7, right? Wenn wir nochmal zurück zu Daniel 7 gehen, It says, verse 17, in Vers 17, these great beasts which are four kings which shall arise out of the earth, right? So these 4 kings is this final world empire, also diese 4 Könige ist das letzte Weltreich. right? And that's what's coming up here, prefigured by pagan Rome, Und right? das kommt hier herauf und das ist vorausgeschattet durch das heidnische Rom. Pagan Rome was an empire, Das heidnische Rom war ein Weltreich. right? So when this nation is rising here, right? It's an empire. Und wenn diese Nation hier heraufkommt, dann ist es ein Weltreich. Because when you read the book of Education about Nebuchadnezzar, it says, you know, the Lord, prosperity attended the nation until it reached such a height as is signified by the head of goat. Right? Also wenn man im Buch Erziehung über Nebukadnezar liest, dann sagt es eben, dass dieser Wohlstand die Nation begleitet hat, bis sie zu diesem Höhepunkt gereicht hat, wo es dann dargestellt wurde als dieses Haupt aus Gold. Okay, so I don't know if you've ever noticed about Trump, but there's Trump supporters all over the world, right? Ich weiß nicht, ob ihr das über Trump schon erkannt habt, aber es gibt überall auf der Welt Trump-Unterstützer. Okay, so these 2 classes, the North and the South, it's not just about this thing what's going on in America, it's worldwide, Also right? diese 2 Klassen über den Norden und den Süden, das ist nicht nur etwas, was in Amerika stattfindet, sondern über die ganze Welt. Right? Biden talks about sticking poison in people, everybody else starts talking about it in all the nations, right? Und Biden spricht darüber, dass man Gift in Leute gibt und dann reden alle anderen plötzlich in der Welt darüber. Okay, when Trump starts talking about restoring law and order and getting things back, you see that so many people around the world, that's what they want, right? Und wenn Trump darüber spricht, dass er wieder Gesetz und Ordnung einführen will und alles zurückbringen will, dann kann man sehen, wie die Leute überall auf der Welt auch darüber sprechen und das wollen. And if you look why Boris Johnson lost the support of his party, Und wenn ihr schaut, warum Boris Johnson diese Unterstützung seiner Partei verloren hat, okay, it was because they thought that they were getting a little Donald Trump, and he turned from, he disappointed the people, put it this way, weil right? sie haben gedacht, dass sie jetzt einen kleinen Donald Trump bekommen würden, aber er hat He disappointed the people. Aber er hat eben das Volk eben enttäuscht. Okay, so the point is that this war that was illustrated in the United States is representing a worldwide war that's going on between these 2 agendas, right? Dieser Krieg, der dargestellt wird in den USA, das zeigt eben diesen weltweiten Krieg, der zwischen diesen 2 Agendas stattfindet. Okay, so anyway, let's go to Daniel 7, verse 7. Gehen wir jetzt zu Daniel 7 und Vers 7. It says, after this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible and strong exceedingly. It had great iron teeth. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. What was the
difference about this beast? Was war der Unterschied mit diesem Tier? It was diverse from all the beasts that were before it, right? Es war ganz anders als alle Tiere vor ihm. And if you go to verse 19, Und jetzt geht es zu Vers 19. it says, "Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others." So what is it that what is the focus here in this chapter? Was ist der Fokus in diesem Kapitel? What this fourth beast is going to do, Was right? dieses vierte Tier tun wird. Right? And when you come to the bigger fractal, right? Wenn man zu dem größeren Fraktal kommt, John is standing here. He just basically, he's taken back to show what's just happened, da steht right? Johannes hier und er wird zurückgebracht und wird gezeigt, was gerade geschehen ist. But the whole focus is on what's coming, Aber der ganze Fokus ist darauf, was kommt. right? Christ walks out the temple for the last time, says, "Your house is left unto you desolate." Christus geht aus dem Tempel hier zum letzten Mal und sagt, euer Haus ist euch wüst hinterlassen. And now he tells them what's coming. Und dann Right. sagt er ihnen, was noch kommt. So when you understand that, the focus, right, or the whole focus of sort of Bible prophecy is leading down to this final Sunday law, right? Der ganze Fokus der biblischen Prophetie, der führt dann hier zu diesem letzten Sonntagsgesetz, Where God's people will bring in the greatest harvest of the world, wo right? Gottes Volk die größte Ernte der Welt einfahren wird. You see the same sort of scenario here, right? You get to this point, and this is the point this is the part that's hard to understand, right? Und It das needs to be understood. Das ist dasselbe auch hier, man kommt zu diesem Punkt und eigentlich ist dann dieser Teil hier der schwierigste Teil, aber der verstanden werden muss. Right? The fourth beast, Das vierte Tier, right? Because it's diverse from the ones that was before it, weil right? das ist anders als diejenigen, die zuvor waren. Okay, so go back now to verse 8. Gehen Just wir jetzt zurück zu Vers 8, read through. It says, lesen wir das mal durch. so this fourth beast has 10 horns, right? Dieses vierte Tier hat 10 Hörner. Now remember the patterns. There's always you always got when you see something here, you got to look above and you see the correlation, right? Denkt an die Muster, weil wenn wir etwas hier sehen, dann müssen wir auch hier nach oben schauen und den Zusammenhang sehen. So 5 are fallen, 1 is, the other is not yet come. Who's the other that is not yet come? 5 sind gefallen und einer ist und der andere ist noch nicht gekommen. Und wer ist derjenige, der noch nicht gekommen ist? The 10 kings, Die right? 10 Könige. So you have the 10 kings marked right there, Die right? 10 Könige sind hier markiert. Okay, and it's made this point in the camp meeting that what you see here is the 10 kings. You don't see any woman, right? Diesen Punkt habe ich auch beim Camp-Meeting gemacht. Was man hier sieht, ist eben diese 10 Könige. Man sieht keine Frau. Right? What do you see here? Was sieht man hier? You see a dragon with 10 horns, Man right? sieht einen Drachen mit 10 Hörnern. How does this beast speak here? Wie spricht dieses Tier? Like a dragon. Wie ein Drache. 10 kings, right? 10 Könige. So you see the same thing, right? Man kann also dasselbe sehen. So when the Lord shows something twice, right, it's important. Wenn der Herr etwas zweimal zeigt, ist das wichtig. Right? So he wants us to understand this scenario. Er Here, möchte, right? dass wir dieses Szenario verstehen. Okay. Verse 8. Vers 8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. So after this one arises, right, there comes up another little horn, right? Nachdem das hier aufsteigt, kommt ein weiteres kleines Horn herauf. Okay, we're just going to mark this little horn right here. Und dieses kleine Horn werden wir hier markieren. Okay, so I'll try to put a little. Kleines Horn. Okay, and why would I put this here? Warum würde ich das hier hin tun?
Rom kommt in zwei Phasen. Okay, I just made the point. When we put something on here, we look at the one above. Right. It's first time when pregnancy comes. When you see the mother. Okay, it's when you see her, right? Das ist das erste Mal, wenn man sie sieht. Okay, so where would we go to see the woman appearing here in Daniel or Revelation? Wo würden wir in Daniel oder Offenbarung hingehen, um zu sehen, dass die Frau hier erscheint? Okay, good. Go to Revelation 13. Gehen wir zu Offenbarung 13. And if you go to verse 11. Gehen wir zu Vers 11. Because it says, I beheld another beast coming up out of the earth. So what's that in relation to what we've just been studying in Daniel 7? Mit was ist das in Bezug, wo wir gerade Daniel 7 studiert haben? The four beasts coming up out of the earth, right? 4 Tiere, die aus der Erde hervorkommen. Right, which is here, right? Und das ist ja hier. And then they come out of the sea. Dann kommen sie aus dem Meer. Okay. I said that correctly. No, that would be here, followed by there, right? Also es wäre eigentlich hier gefolgt von hier. Yes, but the same principle, right? Dasselbe Prinzip. Okay, I just had to think about that myself, right? But okay, so it's the same point in time, right? Derselbe Zeitpunkt. Yes, right. So it says, and I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. So it brings you to this point, right? Das bringt dich zu diesem Punkt. Okay. And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. So it tells you there that the deadly wound's healed. So we know that the woman is there, right? You just don't see her, Es right? sagt uns hier, dass die tödliche Wunde geheilt ist. Also es sagt uns, dass die Frau da ist, obwohl man sie nicht sieht. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. So this is the apostate Protestantism bringing down this fire from heaven, right? Das ist der abgefallene Protestantismus, der dieses Feuer vom Himmel bringt. Okay. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he hath power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Right? So every false religion does what? Jede falsche Religion macht was? Deceives them and then Yes, first tries to deceive, right? Sie versucht zuerst zu verführen und dann zu verfolgen. So when the Sunday law comes here, Satan's trying to deceive you, right? Also wenn das Sonntagsgesetz hier kommt, dann versucht Satan dich zu verführen. You don't see this woman, Du siehst die Frau nicht, which Adventists would expect to see the Pope making a Sunday law, right? obwohl die Adventisten es erwarten, dass sie sehen, wie der Papst das Sonntagsgesetz macht. But it's the United States that makes it, Aber right? es ist die USA, die das macht, As a world order, right? als eine Weltordnung. Okay, the North, right? Das ist der Norden. Right? They make the Sunday law. We go, where's the Pope, right? Sie machen das Sonntagsgesetz und dann fragt man sich, wo ist der Papst? And they start doing these miracles, right? Und sie machen dann diese Wunder. Okay, but when you don't receive the miracles, right? When you don't get deceived by that, what comes next? Und wenn du nicht durch die Wunder verführt wirst, was kommt als nächstes? Right, the death decree, right? Das Todesdekret. Where would we see that illustrate the same scenario? Wo würden wir dasselbe Szenario dargestellt sehen? Daniel chapter 3, right? In Daniel 3. Where they set up the Sunday law, right? Sie stellen das Sonntagsgesetz auf. Says, right, when you hear the music, which is this deception, Wenn ihr diese Musik hört, was diese Verführung ist, right, and they refuse, and then they get delivered up, right? dann weigern sie sich und dann werden sie ausgeliefert. Okay, and Revelation 13 is in relation to Spalding and McGann
1.4 down to 2.1, right? Und Offenbarung 13 ist in Bezug zu Spalding and McGann 1.2 bis At 2.1. 1.4 to 2.1, 1.4 bis 2.1. right? So, and it talks about, it's the two-horned beast that makes the Sunday law. Und es spricht darüber, dass es das zweihörnige Tier ist, was das Sonntagsgesetz macht. And then it talks about these nominal churches and nominal Adventists come and complain to the Catholics because there's these Adventists that they don't know about that are refusing to bow down to their Sunday law decree, right? Und dann spricht es über diese nominellen Adventisten und nominellen Kirchen, die dann kommen und sich bei den Katholiken beschweren über dieses kleine Volk von Adventisten, die sie nicht kennen, die sich weigern, sich niederzubeugen. Okay, and then the Catholics say, make a decree, right? Und dann sagen die Katholiken, macht ein Dekret. And it says they give their power and strength unto to the Protestants, Und right? es sagt dann, sie geben ihre Kraft und ihre Macht den Protestanten. And this is what we see here in Revelation 13, Und das right? können wir hier in Offenbarung 13 sehen. So, verse 14. Vers 14. And he deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast, which had a wound by a sword and did live. And ye come to verse 15. This is the Catholics now giving their power and strength to the Protestants, Wenn right? man jetzt Vers 15 geht, dann sind das die Katholiken, die jetzt ihre Kraft und ihre Stärke den Protestanten geben. All the people that refuse to be deceived, now comes the death decree, right? All die Leute, die sich weigern, verführt zu werden, auf die kommt das Todesdekret. It says, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause, right? What's to cause? Was soll verursachen? To force, right? Also das bedeutet zu zwingen. So it makes a decree and then forces. Es macht ein Dekret und dann zwingt es. Okay, Spalding McGann, the Catholics say, make a decree to put them to death, right? Spalding McGann sagen, die Katholiken macht ein Dekret, um sie zu Tode zu bringen. So both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So there's this decree, right? Das ist also dieses Dekret. And causeth all, both small and great, and rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast. So we know that this is marking the point where every earthly support gets cut off, Und wir right? wissen, dass dieser Punkt ist, wo jede irdische Unterstützung abgeschnitten wird. Okay? So, okay, so you can see that in that scenario. You see this 10-horned beast speaking like a dragon. Then you see this woman joining them, telling them to make a death decree, right? Also dieses Szenario kann man hier sehen. Man sieht eben dieses zweihörnige Tier, was spricht, also dieses Dekret macht. Und dann hier schließen sich die Katholiken oder diese Frau an und sagen ihnen, sie sollen ein Todesdekret machen. Right? So, and then it's marked in Matthew 24 as the Great Tribulation or the 1260, In right? Matthäus 24 ist das hier dann markiert durch diese große Trübsalzeit oder die 1260. Right? So first you have these two phases. You have pagan Also man hat diese zwei Phasen, man hat heidnisch and papal, und right? päpstlich. Yes? Yes. Okay. Just want to see we have the exact same scenario. Let's go back to Daniel 7. Wir haben dasselbe Szenario also und gehen wir jetzt zu Daniel 7 zurück. So, back to verse 8. Zurück zu Vers 8. It says, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were the eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Right? So, the point is, it says here that the 3 of the horns of the 10 were plucked up. Right? Also der Punkt ist, dass hier sagt es, dass 3 Hörner von diesen 10 werden herausgerissen. Okay, so
there's history and there's prophecy, two different things, Also right? es gibt Geschichte und es gibt Prophetie, das sind zwei verschiedene Dinge. Okay, history is the literal, prophecy is the spiritual. Die Geschichte ist das Buchstäbliche und die Prophetie das Geistliche. So in history, those 10 horns represented 10 literal nations, In right? der Geschichte, da haben die 10 Hörner 10 buchstäbliche Nationen dargestellt. But at the end of the world, the 10 horns is not a symbol of 10 literal nations, it represents the whole world, Aber am right? Ende der Welt sind die 10 Hörner nicht ein Symbol für 10 buchstäbliche Nationen, sondern für die ganze Welt. So therefore, the 3 horns illustrate something that has to be removed in order for this little horn to rule, right? Deswegen stellen diese 3 Hörner etwas dar, was weggenommen werden muss, damit dieses kleine Horn hier herrschen kann. Okay, so it's no accident that the first half, right, is illustrated by 3 horns, Und deswegen right? ist das kein Zufall, dass diese erste Hälfte dargestellt wird durch diese 3 Hörner. Okay, what do these 3 horns illustrate? Und was stellen diese 3 Hörner dar? Das Heidnische, Yes, so the daily in one sense, but das Tägliche in einem Sinne. you're just looking at them as a whole. But look at them closely. What's these 2 is one, and this one. They're 2 separate entities, right? Also das sind 2 verschiedene Mächte. Also das ist eins und das ist eins. Right. So what is there? Was ist also dort? Not north and south, right? Norden und Süden. Okay. So now we know in the U.S. Civil War that the Jesuits were controlling both sides, Wir right? wissen, im amerikanischen Bürgerkrieg, da haben die Jesuiten beide Seiten kontrolliert. They are the ones that formed this Hegelian principle, right? Problem, reaction, solution, right? Und sie sind diejenigen, die diese hegelische Dialektik geformt haben, also Problem, Reaktion und Lösung. Right? So it's all part of their plan to lift up this man, right? Das ist alles Teil ihres Planes, um diesen Menschen hier zu erhöhen. Okay, so from that, the only point that I can make is that it's referring to these 2 entities. They need everybody to come together, right? Also davon kann ich nur daraus schließen, dass es hier über diese 2 verschiedenen Mächte spricht, weil sie wollen ja, dass alle dann zusammenkommen. Okay, so what they need to remove is Protestantism. Also was sie wegnehmen müssen, ist eben der Protestantismus. Okay, and this paganism, I guess you would call it, this world world agenda that they have, right? Und dieses Heidentum, also diese Weltagenda, die sie haben. Does Protestantism know the agenda of the mother? Und kennt der Protestantismus die Agenda der Mutter? No, they learn too late. They learn right here, Nein, sie lernen es zu spät, erst hier. right? That's what the prophecy shows us, right? Das zeigt uns die Prophetie. Okay, so, and although this has been, let's just say that this is controlled by Babylon, the purpose is to, okay, let me ask you this question. What is the purpose of paganism? What does it represent? Also was ist der Zweck des Heidentums? Was stellt das dar? No, you're going off on a different thought. What is the purpose of paganism? Was ist der Zweck des Heidentums? What does it represent? Was stellt Yes, es- open rebellion, right? Offene Rebellion. Right? And so therefore, what's its purpose? Deswegen, was ist sein Zweck? Okay, think back to the French Revolution. Denkt zurück an die französische What Revolution. was the result after the French Revolution? Was war das Resultat nach der französischen Revolution?
religion back. Okay, so what was the purpose of paganism? Sie haben die Religion wieder zurückgebracht. Was war also der Zweck des To Heiligtums? bring the false religion. Yes, but you're still going past this point. It's true what you're saying, but what does it do? What's its whole? What is it to illustrate? Was soll Why do they bring the religion back? darstellen? Warum haben sie die Religion zurückgebracht? Chaos. Because they saw the Okay, right. Its purpose is to make everybody see how terrible it is without God, right? Sein Zweck war, dass jeder sehen konnte, wie schrecklich es ohne Gott war. Without God, you will just have anarchy and chaos on this planet, right? Und ohne Gott gibt es nur Anarchie und Chaos auf diesem Planeten. And everybody will then look for a savior, Und right? jeder wird dann nach einem Erlöser Ausschau halten. Okay, and the whole purpose of that is the Jesuits' plan, right? Here's the savior, right? Der ganze Zweck der Jesuiten, das ist ihr Plan, dass sie den hier als Erlöser yes, they zeigen. need to beat the cow. Okay. See, this is why the woman doesn't appear here, because it's not time for her to appear, right? Deswegen erscheint die Frau hier noch nicht, weil es ist noch nicht Zeit für sie, dass sie Okay, erscheint. the people need to be completely deceived and ready, and they will say, put this man back on the throne, Die right? Leute, die werden dann vollständig verführt sein und dann bereit sein, damit sie dann sagen, ja, also, dass dieser Mensch wieder an die Macht kommen soll. Right? Richtig? Okay, so we're getting there, right? So, this is why I say that the three horns plucked up by the roots before it, the things that come before it are Protestantism and this world agenda, which is paganism, right? Deswegen sage ich, dass diese drei Hörner, die ausgerissen werden, die davor waren, dass es der Protestantismus ist und diese Weltagenda. Because he's the eighth, Weil right? er ist der Achte. It's the last one, Er right? ist der Letzte Right? Of those three. But von diesen drei. When you say Protestantism, you mean the true protest against Rome, or do you mean? no, I mean Protestant? it's not Protestant. It's not Protestantism and the true Protestant. It's apostate Protestantism. Also das hier ist der abgefallene Why would that need Protestantismus. to be removed when they're the ones that are doing the work of their mother? Because Catholics is the religion that they want, not Protestantism. Sie wollen ja, dass die Katholiken die Religion ist und nicht der Protestantismus. It's not apostate Protestantism, Catholicism. You can say the same about paganism, but it's not what they want. The devil wants to be worshipped, and he sits in the seat of the Catholic Church. Also das Right. ist natürlich alles dieselbe Religion, aber der Teufel möchte angebetet werden und er hat seinen Sitz in der katholischen Kirche. Okay, and that's why, let's go to Revelation 13. Und gehen wir zu Offenbarung 13. Okay, because what makes them Catholic is Sunday worship, right? Was sie also katholisch macht, ist die Sonntagsanbetung. Sunday worship is the child of the papacy. It's not the child of Protestantism, it's the child of the papacy. Die Sonntagsanbetung ist das Kind des Papsttums, nicht das Kind des Protestantismus. Right. And the Protestants already shown this a few years ago that they want to return to Mother Church, Und die right? Protestanten haben schon vor ein paar Jahren gezeigt, dass sie wieder zu ihrer Mutterkirche zurückkehren wollen. Okay, so verse 16. Offenbarung 13, Vers 16. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Right? So the mark is Sunday. Das Mahlzeichen ist der Sonntag. And it tells us that Sunday worship is the doctrine of the Pope. Und es sagt uns, dass die Sonntagsanbetung die Lehre des Papstes ist. Okay, so when you take Sunday worship, you're giving homage to the Pope. Also wenn du den Sonntag anbetest, dann gibst du dem Papst die Ehre. Okay, there's more and more Protestants now venerating the Pope. Und da gibt es jetzt
immer mehr Protestanten, die den Papst verehren. Okay, so in this sense, Protestantism is being removed, right? Also in diesem Sinne wird der Protestantismus beseitigt. Okay, the loyalty is not to the doctrine of Protestants, right? It's an apostate Protestant. The loyalty is to the Pope. Also die Treue ist nicht zu den Protestanten, weil es der abgefallene Protestantismus, sondern Treue ist eben zu dem Papst. Okay, so anyway, go back to Daniel 7. Gehen wir zurück zu Daniel 7, Okay, verse 9. Vers 9. So Daniel beholds this vision. He says, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Right? So Daniel beholds this vision, them coming up out of the sea here, all the way down to the judgment, right? Vers 9 haben wir gelesen. Daniel sieht jetzt diese Vision, wo sie aus dem Meer heraufkommen bis hin zum Gericht. Okay, and that judgment is prefigured in October 22nd by the beginning of the investigative judgment. Und das Gericht wird vorausgeschattet durch den 22. Oktober, wo dieses Untersuchungsgericht angefangen hat. Because the investigative judgment on October 22nd is just typifying the investigative judgment that will take place through the 1,000 years, Weil right? das Untersuchungsgericht am 22. Oktober schattet nur das Untersuchungsgericht voraus, was während den 1000 Jahren stattfindet. Right? Because the saints during the 1,000 years they're going to be searching the books, right? Weil die Heiligen werden während den 1000 Jahren die Bücher durchforschen. Okay, verse 10. Vers 10. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Right? So when the book is opened, it's when he's going to execute judgment. Wenn Right? das Buch geöffnet ist, wird er Gericht ausführen. Remember Christ when he comes here, right? Und denkt an Christus, wenn er hier kommt, Right, which is this point. was Right? auch dieser Punkt ist. He's now representing, he had this birth, and they hand him the book, right, and he opens it. Also Right? er stellt jetzt jemanden dar, der die Geburt gehabt hat, und sie geben ihm jetzt dieses Büchlein oder dieses Buch und er öffnet es. He says, this day is this scripture fulfilled in your ears, Und er right? sagt dann, an diesem Tag ist diese Schrift in euren Ohren erfüllt worden. Okay, and you bring all these things together, it's marking the same point where John is standing, and she receives the deadly wound, Und right? wenn man dasselbe hier hinschaut, da ist derselbe Punkt, wenn Johannes hier steht und er sieht, wie sie diese tödliche Wunde erhält. Okay, Revelation 10, right? The book is opened, right? Und in Offenbarung 10 ist das Buch geöffnet. Okay, so verse 11. Vers 11. I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain. So where's he beholden until? Also bis wohin schaut er? 1798, right? 1798. And his body destroyed and given to the burning flame. And this is what, if you just go to Revelation 17, Und wenn wir zur Offenbarung 17 gehen, this is what's been typified in 1798, right? das wird in 1798 vorausgeschattet. Verse 1. Vers 1. It says, There came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Right? This is the great whore, right here. Das ist diese große Hure hier. Right? So she rules for this 1260 here, and then judgment comes upon her, right? Sie herrscht dann für diese 1260 und dann kommt dieses Gericht über sie. And go back to Daniel 7. Gehen wir zurück zu Daniel 7. We'll read it again, verse 11. Wir werden es nochmal lesen in Vers 11. I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. Right? Remember we looked at this?
Denkt daran, wir haben uns das angeschaut. Fire and brimstone, right? Feuer und Schwefel. It's thrown into the lion's den, Sie wird in den Löwengrube geworfen. right? The lions, Christ brings the lions and they come and they eat the flesh of kings and captains, etc., etc. Also right? Christus bringt die Löwen und sie essen das Fleisch von diesen Königen und Führern und so weiter. Okay, verse 12. Vers 12. It says, as concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. So, the kings at this point, it says that they lose their dominion, right? Also die Könige an diesem Punkt, da sagt es, dass sie eben ihre Vorherrschaft verlieren. Okay, but I don't know exactly what that means, but this marks the point where God's people are lifted up, right? Also ich weiß nicht genau, was das darstellt, aber es markiert den Punkt, wenn Gottes Volk erhöht wird. Okay, let's look at that, right? Now, I mean, this verse here is perfectly fulfilled when Christ comes, and they will definitely lose their dominion there, right? Also dieser Vers wird vollkommen erfüllt, wenn Christus kommt, und dort werden sie dann im vollkommenen Sinne ihre Herrschaft But verlieren. we know here when it's typified, right, they're not really losing their kingdom as such, right? Aber wir wissen, dass hier, wo es vorausgeschattet wird, da verlieren sie nicht wirklich ihr Königreich. Right, but if you just go to Daniel chapter 4, Wenn wir aber zu Daniel 4 gehen, verse 31. Vers 31, It says, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Right? So he loses his dominion in a typical sense, right? also im Deutschen ist es Vers 28, er verliert jetzt seine Herrschaft im Typus. Right? But it's just marking something. He's not really losing his kingdom then. Aber es Right? markiert nur etwas, er verliert nicht wirklich sein Königreich. Because when you compare it with the other chapters in Daniel 1 to 4 and also Genesis 41, the king is still ruling. Weil Right? wenn man das vergleicht mit den anderen Kapiteln in Daniel 1 bis 4 und auch 1. Mose 41, da herrscht der König immer noch. Right? So it's just showing that the kings get humbled there and God's people get lifted up. Es zeigt einfach, dass der König dort gedemütigt wird und Gottes Volk erhöht wird. Okay, so okay, go back to Daniel 7 and verse 13. Gehen wir zurück zu Daniel 7 und Vers 13. It says, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven. This would be the harvest, right? Das wäre die Ernte. And came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Right? So if you just jump down now to verse 22, Wenn ihr jetzt zu Vers 22 go to verse 21. geht zu Vers 21, It's the same illustration just being repeated. ist dieselbe Darstellung, die einfach wiederholt wird. I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them, until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. Right? And if you go down to verse 26, Geht zu Vers 26, again it's repeated. wird wieder wiederholt. But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, to consume and to destroy it unto the end. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Right? So you see that papacy's dominion's removed, God's people are lifted up, and
they're given the kingdom, right? Also man kann sehen, wie die Herrschaft des Papsttums weggenommen wird und Gottes Volk erhöht wird und ihnen wird jetzt das Königreich gegeben. So right here, that's what we see typified, Und right? hier sehen wir das vorausgeschattet. God's people lifted up, papacy receives deadly wound, right? Gottes Volk wird hier erhöht und das Papsttum erhält eine tödliche Wunde. Right? So it's just taking place in type. The perfect fulfillment is at this second coming, Das right? findet hier nur im Typus statt und die vollkommene Erfüllung ist bei der Wiederkunft. Right. So is there any other points there? Mhm. Okay. Okay. So the only point that I just want to emphasize, go to verse 25. Und der einzige Punkt, den ich noch betonen will, wenn wir zu Vers 25 gehen. It says, "And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until the times, and the dividing of time." Right? So, here's the rule now for 1260. Times, and the dividing of time. Right? Er soll jetzt für 1260 regieren, also eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Right? Yes. Okay, so we know Jesus, when he's baptized, he reigns for 1260, right? Also wir Till the wissen- cross. Wenn Christus hier getauft wird, da regiert er für diese 1260 bis zum Kreuz. It's the true baptism, right? Das ist die wahre Taufe. Then the counterfeit comes, Da right? kommt die Fälschung. Right? And then you got Matthew 24 says it's the great tribulation, Dann right? hat man in Matthäus 24, da sagt es, das ist die große Trübsal. But as you see here, this is this, right? Aber wenn man das hier sieht, dann ist das hier auch das hier. Yes? Right? And then we know that this little thing is also 1260 because it's represent the first group, right? In Revelation 11. Und wir wissen auch, dass das hier die 1260 darstellt, weil es bezieht sich auf die erste Gruppe in Offenbarung 11. Right? Richtig? So this here would also be 1260. Das right? wegen das hier wäre auch die 1260. Okay, and the point that it does here is, right, when this first group is raised up and they take this message to the last group, that is this, right? Und deswegen, wenn die erste Gruppe hier aufgerichtet wird und die jetzt die Botschaft zu der letzten Gruppe bringen, dann ist das hier eben das hier. They have the same experience, Sie right? haben dieselbe Erfahrung. Yes? Ja. Right? So they have this this belly experience where they're going to be crying day and night for deliverance, and then the Lord will deliver them, right? Sie haben diese Baucheserfahrung, wo sie Tag und Nacht für Befreiung rufen und dann wird der Herr sie befreien. Okay, He delivered them there, but somehow there's a work for them to do there, and then the judgment comes here at the end, right? Also er befreit sie hier, aber irgendwie ist hier drin noch ein Werk, was sie dort tun sollen und bis dann das Gericht hier am Ende kommt. It's always the same, right? Ist immer dasselbe. Okay, so this is what I mean about Daniel 7 and 8. It's a more detailed account of the bigger fractal, Und right? das meine ich damit, dass Daniel 7 und 8, das ist eine detailreichere Aufzeichnung über this time. No. Daniel 7 is a more detailed account of this fractal. Okay, also Daniel 7 ist eben eine noch detailreichere Aufzeichnung eben über dieses Fraktal. Im Vergleich zum oberen. No. This is a more detailed account of this fractal. Right? Okay, also das hier ist eine detailreichere Aufzeichnung von diesem Fraktal. Right. So because this one you can clearly see, but when you zoom into it, right, there's things happening in here that you wouldn't see unless you came down to here, right? Also wenn wir eben das hier anschauen, dann ist es schon klar, aber wenn wir dann eben reinzoomen, dann können wir noch mehr Details sehen.
Es gibt die Teile da, Till you come down to here. bis man hier hinkommt. Right? Okay. So now go to Daniel 8, right? Gehen wir zu Daniel 8. Because Daniel 8 is much more detailed than Daniel 7, right? Daniel 8 ist noch detailreicher als Daniel 7. Okay, so if you go to verse 8, Gehen wir zu Vers 8. because we're quite familiar with the first verses. It's always the ones that go from here forward that are difficult, right? Also wir sind ja vertraut mit den ersten Versen, aber es sind immer die Sachen, die von hier dann vorwärts gehen, die schwieriger zu verstehen And sind. this is what it's always shown us, right? Das The zeigt es uns immer. the revelation given here is about this Sunday law, right? Und die Offenbarung, die hier gegeben wird, ist eben über dieses Sonntagsgesetz. And in Daniel 8, from this point forward, it's always the great details about this part right here, Und right? in Daniel 8 von diesem Punkt vorwärts, es sind immer diese großen Details über diese Zeit hier. Okay, so verse 8. Vers 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones to the four winds of heaven. So this is this point here, what we looked at yesterday, Und das right? ist dieser Punkt, den wir uns hier gestern angeschaut haben. And out of one of them came forth a little horn. So, who is this little horn? And remember, we're always comparing it with the fractal above, right? Wer ist dieses kleine Horn? Und denkt daran, wir vergleichen das immer mit dem Fraktal darüber. Yes. Okay, who is this historically here? Das ist die zweihörnige Macht und Pagan historisch Rome, gesehen, right? es ist das heidnische Rom. And who does pagan Rome typify? Und wen schattet das heidnische Rom voraus? We just had this conversation. It did typify the USA when the USA was a type, Also es hat die USA vorausgeschattet, als die USA ein Typus war. right? But it typifies this last world empire. These those beasts, the four horns, which are four kings, which shall arise out of the earth, Aber right? es schattet dieses letzte Weltreich voraus und diese vier Könige, oder die vier Tiere, die vier Könige sind, die aus der Erde heraufkommen. So it's not. Where would you mark the day horn now coming up? In my cry, or am I lost? No, over here, right? Where does the United States arise Also hier wird es aufsteigen. in history? Und in der Geschichte, wo ist die USA aufgestiegen? The time of peace, In einer Zeit des Friedens. right? Where did pagan Rome arise in history? Wo stand heidnisches Rom in der Geschichte auf? Yes, it was not at war with God's people, In right? einer Zeit des Friedens, weil es war mit Gottes Volk nicht im Krieg. Okay, so it's not about whether it's warring with other people or not. That's neither here nor there. It's about the time of trouble is when they're at war against God's people, Also right? es geht nicht darum, ob sie mit anderen Leuten Krieg führen, sondern die Zeit der Trübsal ist, wenn sie mit Gottes Volk im Krieg sind. Okay, pagan Rome, when it came into Bible prophecy, it made a league, a league with God's people, Und right? das heidnische Rom, als es heraufkam, da war es in einem Bündnis mit Gottes Volk. Okay, it says time of the league between the Jews and the Romans, right? Es sagt, Zeit des Bündnisses zwischen den Juden und den Römern. Okay, they were at peace with one another, Sie right? waren im Frieden miteinander. Okay, and this is one of the things he enters in peaceably, right? Und das ist eben dieser Punkt, der kommt friedlich auf. Okay, it's through deception that they conquer God's people. Es ist Right? dann durch Täuschung, dass sie Gottes Volk besiegen. Okay, so it says, out of one of them, out of one of these four horns comes the little horn, Es right? sagt, aus einem von ihnen, also aus diesen vier Hörnern kommt, also eins von diesen vier Hörnern kommt das kleine Horn. It tells you right here, there's four horns and there's it coming out. The Roman or Fourth Empire, Und right? es sagt es hier auf der Karte, diese vier Hörner und da kommt dieses römische Reich herauf. And Oder das vierte Königreich. which horn did it come out of? Und aus welchem Horn kam es heraus? The Macedonian horn, Das right? mazedonische Horn. Okay, and when it came, it's just a springboard, it conquered these nations, it conquered Macedonia, and then
it now comes into Bible prophecy, right? Also das war wie ein Sprungbrett, das hat dann Mazedonien erobert und dann Comes into Bible prophecy. okay, dann kam es in die biblische Prophetie. Okay, so you don't see this beast until you get here. And now when it comes out of here, it now comes into Bible prophecy, Also right? du siehst dieses Tier nicht, aber wenn es dann hier heraufkommt, dann kommt es in die biblische Prophetie. In a time of peace, In einer right? Zeit des Friedens. Okay, so, but then it says, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, toward the pleasant land, right? And this is this point that I don't understand, right? Because you've got these three areas here, right? Das ist dieser Punkt, den ich nicht verstehe, weil hier gibt es diese 3 Richtungen, Which is a parallel to verse 4. was auch eine Parallele zu Vers 4 ist. I saw the ram pushing westward and northward and southward, right? Ich sah den Widder, der nach Westen, Norden und Süden ging. Okay, so I don't really understand what this fully represents here at this point. Also ich weiß nicht, was das vollständig hier an diesem Punkt darstellt. But doesn't matter. I will look closer at this bit. Go to verse 10. Ich werde mir das noch genauer anschauen. Gehen wir jetzt zu Vers 10. It says, and it waxed great, even to the host of heaven, and cast down some of the host and of the stars to the ground, and stamped upon them. So what is he now doing? Was macht er jetzt? Persecuting God's people. So what time is it? Er verfolgt Gottes Volk, deswegen welche Zeit ist das? Time of trouble, right? Zeit der So Trübsal. you can be sure, right, even though I don't understand these 3 areas, the verse 10 brings you to this point, Also ihr right? könnt sicher sein, auch wenn wir diese 3 Richtungen noch nicht verstehen, dass Vers 10 uns zu diesem Punkt bringt. Okay. And this is in agreement with the quote from 1 Testimonies 2:16, right? Das ist in Übereinstimmung mit dem Zitat von 1. Band der Zeugnisse 268. Okay. So, in verse 11, right? Vers 11. So verse 10 is when pagan Rome is persecuting the saints, right? Vers 10 ist, wenn das heidnische Rom die Heiligen verfolgt. But then when you come to verse 11, Wenn wir aber zu Vers 11 kommen, it says, yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. So we have several different histories right there in that one verse, right? und in diesem einen Vers haben wir jetzt viele verschiedene Geschichten. Okay, so magnify himself against the prince of the host is the cross, right? Also wo er sich gegen diesen Prinz der Heere erhoben hat, das markiert das Kreuz. It's pagan Rome, right? Das war das heidnische Rom. And then the daily being taken away takes you to 508. Und das tägliche, was weggenommen wird, bringt dich zu 500. Actually, no, that would be false. Sorry, this was the old view, right? So, Nee, das sei nicht falsch, das war noch eine alte Sichtweise. okay, we'll come to this. It said, by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Right, so the place where his sanctuary was cast down, what is that marking? Also wo dieser Ort seines Heiligtums niedergeworfen wurde, was markiert das? And they move from When they moved from Rome to Constantinople, right? Wo sie von Rom nach Konstantinopel gezogen sind. Okay, so why did that take place? Warum hat das stattgefunden? Why did he move? Warum ist er umgezogen? Who moved? Wer ist Okay. umgezogen? Right, so Der König Okay. Konstantin. So when it says by him the daily sacrifice was taken away, who's it referring to? Also durch ihn wurde das tägliche weggenommen. Auf wen bezieht sich das? Constantine. What did he do? Yeah, he made a Sunday law, right? Konstantin, er hat das Sonntagsgesetz He gemacht. gets rid of the pagan religion and he adopts Catholicism, right? Er legt jetzt diese heidnische Religion ab und nimmt den Katholizismus an. Because it's a history in order, right? Weil das ist eine Geschichte in ihrer Reihenfolge. And it's because of that Sunday law that when he leaves
Rome and goes to Constantinople that Rome begins to fall, right? Deswegen diesem Sonntagsgesetz, wo er Rom verlässt und dann nach Konstantinopel zieht, dass Rom anfängt zu fallen. Because although those things happen different points in history, at the end of the world, they're all illustrating one event here, right? Weil obwohl diese Sachen an verschiedenen Punkten in der Geschichte geschehen sind, am Ende der Welt markiert es alles denselben Punkt. Okay, because we're reading it in a spiritual sense, right? Wir We're lesen bringing das these points together. Auf Right? eine geistliche Ebene und deswegen bringen wir all diese Dinge zusammen. Okay, so it'd be pagan Rome magnified himself against Christ and takes away this paganism, right, and lifts up Catholicism, and now national apostasy brings national ruin, right? Also das heidnische Rom, das erhöht sich gegen Christus und dann wird dieses Heidentum weggenommen und also der Papst erhöht und dann bringt nationalen Abfall, nationalen Ruin. Okay, so now you come to verse 12, right? Jetzt kommen wir zu Vers 12. It says, "And a host was given him against the daily by reason of transgression." This is now Daniel 11, verse 31, right? Das ist Just jetzt- go with Daniel 11, verse 31. Das ist jetzt Daniel 11, Vers 31 und gehen wir da mal hin. And there's like at least 3 histories here in verse 1. Hier gibt es 31, sorry. mindestens 3 Geschichten in Vers 31. It says, "Arms shall stand on his part." That was 476. Die Armeen werden zu seiner Seite stehen, das war 496. 496, excuse me. 496. 476 when the room Yes. falls, right? So, arms shall stand as part 496. It says, "They shall pollute the sanctuary of strength and take away the daily sacrifice," 508. Nimmt das tägliche Opfer weg, das war 508. "And they shall place the abomination that maketh desolate," 538. Und den Right? Groll der Verwüstung aufstellen, das war 538. But it's one event, right? Aber es At the ist end of the ein world. Ereignis am Ende der Welt. Right? So you see, just go back to Daniel 8. Und gehen wir nochmal zurück zu Daniel 8. So there's not 2 times the daily's been taken away. Although it happened in history 2 times, it's trying to see one thing, right? Also es ist nicht zweimal, wo das tägliche weggenommen wird, auch wenn es in der Geschichte zweimal markiert war, aber es will uns zeigen, dass wir das zusammenbringen. So verse 11 and 12 are showing one event, Also right? Vers 11 und 12 zeigen uns ein Ereignis. So, yeah, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down, and a host was given him against the daily by reason of transgression. So it's all one thought, Das right? ist alles ein Gedanke. It's marking a point when this pagan, the 3, because we read in Daniel 7, what does this horn do? Wir haben in Daniel 7 gelesen, was macht dieses Horn? Plucks up 3. What's the 3 things? Es reißt 3 aus. Und was sind die What does the 3? 3 horns represent? Was stellen die 3 Hörner nochmal dar? Come on, we just had this discussion. What does it represent? Protestantism and paganism, right? Protestantismus und Heidentum. These other religions, right, they need to be suppressed so that their focus is now on the Pope, right? Diese anderen Religionen müssen unterdrückt werden, damit der Fokus auf dem Papst ist. Okay, so, yeah, he magnifies himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away. So, Vers 11. Protestantism speaks like a dragon, Der right? Protestantismus spricht wie ein Drache. Okay, so that they're both, it's this paganism shrouded in a Protestant garb, right? Das ist dieses Heidentum, was in einem protestantischen Gewand gekleidet Okay. ist. And a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. So it's basically bringing to this point where all their military might is now given to this man of sin here, so that they can now persecute God's people. Also
Das bringt uns dann zu diesem Punkt, wenn all diese militärische Macht dem Menschen der Sünde gegeben wird, damit sie jetzt Gottes Volk verfolgen können. And national apostasy brings national ruin. Right? Nationaler Abfall bringt nationalen Ruin. What's up, Jennifer? Revelation 13. I was just thinking that if you parallel it with the other fractal, then you have the horn of the south and this little horn in the seventh plague parallel like we have right now. Have you seen this? I'm not sure what you mean. You'll be talking about this here, right? No, if you take the midnight cry to final review and you parallel it with the Sunday Lord to midnight, right? Yeah. Right. What do you have? And you have the south, like you have this big one Greek horn, and you have the Catholic horn. Okay. I mentioned this in the camp meeting, right, where we took this fractal and we brought it down and put it underneath there. What was? I'm not sure. I can't remember the point I made with that now. Also hier, wenn wir jetzt das hier nehmen und parallel setzen mit diesem Punkt. What was the point? I just remember last night's talk that we wonder why right now we have this parallel. We have the seventh plague where we should see Gog, the north, and we at the same time we see the Greek horn. Also weil gestern Abend hatten wir uns gefragt, warum wir jetzt eben Gog haben, was der Norden wäre, aber zur selben Zeit auch der Süden. Oh, you mean that that's a deep thought. I have to give that some. I will think about that today. But that's. You mean because Biden, when he's in one illustration, the South is ruling, and they've got this worldwide pagan agenda going on, right? Also in einer Darstellung würde der Süden regieren, also Biden, und sie haben diese weltweite Agenda, die stattfindet. But at the same time, you've got this North doing this. I don't know about that, but I will have to look at that. Und zur selben Zeit It's hat man, there, but I don't know how to explain it. zur selben Zeit hat man dann eben auch den Norden und ja, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Ich muss mir das anschauen. Okay, but it might be totally valid what you're saying. Aber Right? vielleicht ist das gültig, was du sagst. But the point I just want to remind us, go to Revelation 13, we looked at this already. Aber den Punkt, an den ich euch erinnern will, wenn wir nochmal zur Offenbarung 13 gehen, das haben wir uns schon angeschaut. Because what we just read there in Daniel 8, verses 11 and 12, Weil was wir hier in Daniel 8, Verse 11 bis 12 gelesen haben, would be verse 15 in Revelation 13. wäre Vers 15 in Offenbarung 13. Right, in fact, let's make this easier. Let me just post this quote from Spalding McGann, and we'll read through it and you'll see that we can finish on this thought. Lass uns das einfacher machen. Ich werde das Zitat von Spalding und McGann schicken und dann lesen wir das durch und dann könnt ihr das sehen. There we go. Just translate that. Okay, so let's just go to this quote quickly. Gehen wir schnell zu diesem Zitat. Okay, so it says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. So that's, if you just take this, there's the two-horned beast making the decree, right? Wenn man das nimmt, dann ist hier das zweihörnige Tier, was das Dekret kann. And this Sunday law, right, would be here, right?
Und dieses Sonntagsgesetz wäre dann hier. Because the two-horned beast comes out of the earth, speaks like a dragon, right? Das zweinige Tier kommt hier aus der Erde und spricht wie ein Drache. And we're just trying to show the same principle here, right? What's the parallel, right? Wir wollen jetzt dasselbe Prinzip auch hier zeigen, weil das ist ja eine Parallele. Because here the 10 horns speak like a dragon. Weil hier sprechen die 10 Hörner wie ein Drache. And here you've got this pagan Rome arising, and it's got 10 horns. Same illustration, Und right? hier hat man das heidnische Rom, das aufkommt und das spricht wie ein Drache, das ist dieselbe Darstellung. So we can take this quote, just the principles of it, and apply it the same. I just want to see the principles. Also wir Right? können die Prinzipien von diesem Zitat nehmen und das hier auch anwenden. So it says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, that his power was in his head, that the decree would go out of his mouth. Then I saw the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. She has had her day, and it is past, and her daughters, the Protestant sects, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. I saw that the mother had been declining in power, the daughters had been growing, and soon they will exercise the power once exercised by the mother. Soon, right? Future point, right? Es sagt, bald werden sie dieselbe Macht ausüben, das ist also ein zukünftiger Punkt. I saw the nominal church and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. The saints then will be an obscure people, little known to the Catholics, right? So, Sunday law comes, refusing to bow down, right? Das Sonntagsgesetz kommt, sie weigern sich niederzubeugen. Catholics know the Seventh-day Adventist Church, and Daniel 2 tells us that nearly all the Seventh-day Adventists will bow down when that music starts playing, right? Die Katholiken kennen die 7-Tags-Adventisten-Gemeinde und Daniel 2 zeigt uns, dass fast alle Adventisten werden dann sich hier niederbeugen, wenn diese Musik spielt. Okay, but the little group that say, we're not going to bow down to that nonsense, right? Aber diese kleine Gruppe, die sagt, wir werden uns diesem Unsinn nicht niederbeugen. It says, the saints then will be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people. That is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. So they're going to report them here because they disregard Sunday, right? Sie werden sie hier also melden, weil sie den Sonntag missachten. Okay, so it's the same principles in Daniel 8, Das sind right? dieselben Prinzipien in Daniel 8. Okay, so you've got this pagan horn, but we read that they take away the daily here, and then you got this little horn, Also right? man hat dieses heidnische Horn hier und dann nehmen sie hier das tägliche weg und dann hat man das kleine Horn. So come down to the last paragraph. Gehen wir jetzt zum letzten Absatz hinunter. Then the Catholics bid the Protestants to go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast, and the Protestants will work as their mother worked before them to destroy the saints. So who unites there? Wer vereint sich dort? Protestants and Catholics, right? Protestanten und Katholiken. So this little horn unites with this little horn, right? Dieses kleine Horn vereint sich mit diesem kleinen So Horn. you have this two-horned power there, right? Man hat dann diese zweihörnige Macht dort. And it's the woman that's now manifest. She's the one that says, kill them, right? Das ist die Frau, die sich manifestiert. Sie ist diejenige, die dann sagt, töte And when sie. they obey her voice, they are paying homage to her, right? Wenn sie ihrer Stimme gehorsam sind, dann ehren sie sie. Right? Okay, so you see that. Just go back to Daniel 8 and just close on these verses that we're looking at. Gehen wir nochmal zu Daniel 8. Mit diesen Versen werden wir abschließen. See exactly the same principles, right? Können wir dieselben Prinzipien sehen. So verse 11. Vers 11. It says, yeah, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away. Now,
the cross experience begins where? Und die Kreuzeserfahrung, wo fängt sie an? The midnight cry, right? Am Mitternachtsruf. Third hour, and for the little group, 6th hour, 9th hour, right? Die 3. Stunde und für die erste Gruppe ist hier die 6. und 9. Stunde. 3rd hour, 6th hour, 9th hour, and the whole thing, right? Und für das Ganze ist hier die 3., 6., 9. Stunde. Right? So, when you look at this, because in verse 10, that's when paganism begins to persecute God's people. Und in Vers 10, das markiert, wenn das Heidentum jetzt anfängt, Gottes Volk zu verfolgen. So verse 11, it says, yea, he magnified himself even to the prince of the host. Where does it bring you to? Und wohin bringt dich das in Vers 11? To here, right? Zu dem Kreuz hier. And now it says, and by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down, and a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced, and it prospered. Amen? Amen. You see, it's just one thought that happens right there, Wir right? können sehen, das ist ein Gedanke, der hier geschieht. So they now come to the cross and they join with the Catholics. They get lifted up and they persecute now for 1260, right? Also sie kommen jetzt zum Kreuz und verbünden sich mit den Katholiken und jetzt verfolgen sie für diese 1260. Okay, line upon line. God's word explains itself, right? Linie auf Linie, Gottes Wort erklärt sich selbst. Amen. Amen. Okay. So, on that, let's close and Und continue lass to look at this. uns damit abschließen und wir werden dann weiteres anschauen. Dear Heavenly Father, I want to thank you that you explain your word to us. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du dein Wort uns erklärst. And please help us that we would understand even more and go deeper in your word. Und bitte hilf uns, dass wir noch mehr und tiefer, noch mehr verstehen und tiefer in dein Wort gehen mögen. And that it would occupy all our thoughts and our whole attention. Und dass es all unsere Gedanken und unsere Aufmerksamkeit einnehmen wird. Please lead us this day away from the worldly cares and things and help us to be heavenly minded. Und bitte hilft uns, diesen Tag von weltlichen Sorgen wegzukommen und dass wir eine himmlische Gesinnung haben werden. And we want to ask for your protection and your blessing on this day. Und wir bitten um deinen Schutz und deinen Segen an diesem Tag. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.